2023 war ein Jahr, in dem sich viele negative steuerliche Veränderungen, also Verschlechterungen für Auswanderer ergeben haben. Viele dieser neu eingeführten Steuern sind ab dem 01.01.2024 eingeführt worden und gültig geworden. 7 davon wollen wir uns heute einmal näher anschauen. Nun, zunächst mal muss man ja sagen, und das ist jetzt außerhalb unserer Liste der 7 Länder, welche die Steuern erhöht haben für Ausländer oder Auswanderer. Zunächst mal muss man sagen, dass am 01.01.2024 die globale Mindeststeuer für Unternehmen in Kraft getreten ist. Eine minimale Körperschaftssteuer in Höhe von 15%, die Unternehmen bezahlen müssen, die einen Umsatz von 750 Millionen Dollar oder Euro oder mehr machen. Hier haben sich die meisten Länder, über 100 Länder, darunter auch Deutschland, die USA, alle EU-Länder etc., darauf geeinigt, dass man 15% diesen Unternehmen mindestens abnimmt. Viele sprechen nun schon davon, dass 15% gar nicht mehr genug sind und wollen jetzt den Satz auf 25 erhöhen. Man wird sehen, was damit passiert. Das war sicherlich eine dramatische Veränderung in den letzten Jahren. Hier hat man lange verhandelt. Hier kam man dann zu einem Ergebnis und ist natürlich eine besorgniserregende Entwicklung, ist ja ganz klar, wenn hier die Länder sich zusammentun, um die Steuern für ihre Bürger und die Unternehmen zu erhöhen. Im Schatten dieser sehr großen Veränderung, dieser globalen Veränderung, gab es auch viele kleinere Veränderungen, auch viele, zu denen wir natürlich berichtet haben, die Auswanderer natürlich viel konkreter betreffen, denn Hand aufs Herz, wer hat schon ein Unternehmen, das 750 Millionen Euro Umsatz macht? Es gibt aber auch sehr viele steuerliche Verschlechterungen, die sich 2023 ergeben haben, die jeden Auswanderer betreffen, der in ein bestimmtes Land umziehen wollte. Darüber wollen wir heute sprechen. 7 Länder haben wir uns rausgegriffen, welche wir nun einmal durchgehen werden. In alphabetischer Reihenfolge. Land Nummer 1, Italien. Italien hatte ein sehr beliebtes sogenanntes Impatriatri-Programm. Dieses ermöglichte es Rückkehrern nach Italien, aber auch Neuansiedlern aus der EU für 5 bis 10 Jahre sehr wenige Steuern zu zahlen. In der Tat waren 70 oder sogar 90% der Einkünfte in Italien für diese Zeit steuerfrei. Ja, das klingt in der Tat fantastisch, insbesondere für Freiberufler, Unternehmer oder auch Angestellte, die in Italien gearbeitet haben. Ein sehr interessantes Programm. Leider wird es ab 2024 nur noch unter massiv schlechteren Konditionen angeboten. Diese Verschlechterungen sind: Erstens, man zahlt nur noch auf 50% der Einkünfte keine Steuern mehr. Davor waren es eben 70 oder 90. Zweitens, das Programm ist nur noch 5 Jahre gültig, man kann es nicht mehr verlängern. Drittens, es gibt ein Limit, man kann nur noch 600.000 pro Jahr damit verdienen. Gut, für die meisten wird das locker ausreichen. Und dann letztens, man muss einen Hochschulabschluss haben, damit man dieses Programm nutzen kann. Sehr schlimm, ehrlich gesagt, auch, dass es rückwirkend abgeändert wurde. Das heißt, auch Leute, die es bereits nutzen, müssen jetzt wahrscheinlich noch Steuern nachzahlen. Das war Land Nummer 1, Italien. Land Nummer 2, Portugal. In einem Anfall von linkem Populismus hat der portugiesische Präsident damals im Herbst 2023 den NHR-Status schlicht und ergreifend abgeschafft. Kurz danach musste er zurücktreten, er war schon lange in einen Korruptionsskandal verwickelt. Dennoch, der NHR-Status wurde abgeschafft zum 01.01.2024. Sehr viele Personen, vor allen Dingen Rentner und Pensionäre, haben diesen Status genutzt. Er erlaubt es Rentnern und Pensionären zum Beispiel 10% auf ihre Alterseinkünfte zu bezahlen. In Portugal, Privatiers und Investoren mussten vielfach gar keine Steuern auf ausländische Kapitalerträge bezahlen. Portugal hat hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jene, die das Programm momentan noch nutzen, können es auch noch weiter nutzen bis zum Ende der 10-Jahresfrist. Aber man kann es seit 01.01.2024 nicht mehr neu beantragen. Die guten Neuigkeiten sind, dass Portugal ein neues Programm aufgelegt hat zum 01.01.2024. Es ist in vieler Hinsicht noch attraktiver als das NHR-Modell, lässt sich aber leider durch Rentner, Pensionäre oder auch Privatiers und Investoren nicht mehr nutzen. Man muss also tatsächlich unternehmerisch
in Portugal tätig sein oder dort angestellt sein. Dann ist es vielleicht noch interessanter als der abgelaufene NRR-Status. Das neue Programm konzentriert sich auch stark auf Forschung und Lehre und Innovation. Wer also nicht in diesen Segmenten tätig ist, wird es möglicherweise schwer haben. Soweit zu Portugal. Land 3, Rumänien. Die Veränderungen, die in Rumänien besonders Auswanderer betroffen haben und welche auch ab dem 01.01.2024 gültig sind, ist die Veränderung am sogenannten Micro-Company Scheme. Da sprechen wir von kleinen Gesellschaften mit einem Umsatz von maximal 500.000 Euro. Diese mussten bisher 1% Steuer auf ihren Umsatz bezahlen. Das wurde nun geändert. Die ersten 60.000 werden mit 1% besteuert und der Rest bis zu 500.000 dann mit 3%. Nun magst du vielleicht sagen, naja, 1% oder 3% macht ja keinen großen Unterschied. Achtung, es geht wohlgemerkt um den Umsatz, ja, nicht um den Gewinn. Und wenn du dir mal überlegst, ein Unternehmen erwirtschaftet ja oftmals nur eine Marge von vielleicht 10% oder so, ja, 10% vom Umsatz. Und jetzt muss davon dann 1/3 dann Steuern bezahlt werden. Na, dann bist du schon bei 30% Steuern, ja, auf den Gewinn. Also daher, das ist sicherlich eine schmerzhafte Änderung für viele, die in Rumänien leben und dort ein Unternehmen gegründet haben. Auch ist es übrigens nicht zulässig zu sagen, dass man sagt, okay, dann teile ich eben meine Aktivitäten einfach auf 5 kleine Firmen auf, die dann nicht mehr als 500.000 Euro Umsatz machen. Du darfst maximal 3 Unternehmen haben, 3 Micro-Companies haben, an denen du maßgeblich beteiligt bist oder in die du involviert bist, die eben einen Umsatz von maximal 500.000 Euro erwirtschaften. Land Nummer 4, Thailand. Thailand hatte bisher ein System, wo du deine Einkünfte steuerfrei nach Thailand bringen konntest, keine Steuern auf deine Auslandseinkünfte, zum Beispiel Kapitalerträge, bezahlen musstest. Wenigstens nicht, wenn du sie im Jahr nach dem Verdienst nach Thailand eingeführt hast. Also sagen wir, du hast 2023 100.000 an der Börse verdient und hast diese 100.000 2024 erst auf dein thailändisches Konto überwiesen, dann waren sie in Thailand steuerfrei. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ausländische Einkünfte sind nach wie vor steuerfrei, sie dürfen aber nicht mehr ins Land eingebracht werden. Was kann man konkret machen? Nun, du kannst natürlich Darlehen zum Beispiel bekommen von deinen Auslandsgesellschaften. Auch zulässig ist es in Thailand offensichtlich, eine Karte auf das Auslandskonto deiner Gesellschaft oder deines Privatkontos zu verwenden. Das gilt offensichtlich nicht als Ausschüttung, sagt man. Land Nummer 5, Singapur. In Singapur ist es ab dem 01.01.2024 so, dass Gesellschaften unter Umständen ihre ausländischen Erträge in Singapur versteuern müssen. Das war bisher nicht so. Bisher waren sämtliche ausländischen Einkünfte einer Gesellschaft, die nicht auf ein Konto in Singapur flossen, in Singapur steuerfrei und mussten auch nicht in der Steuererklärung der Gesellschaft genannt werden. Das hat sich nun geändert, wohlgemerkt nur unter spezifischen Umständen. Klär mit deinem Anwalt oder Steuerberater ab, ob deine Gesellschaft davon betroffen ist. Aber ab dem 01.01.2024 müssen Gesellschaften in Singapur unter bestimmten Umständen Einkünfte aus dem Ausland versteuern. Diese Einkünfte sind also nicht mehr steuerfrei. Insbesondere dann, wenn deine Gesellschaft Teil einer Firmengruppe ist. Hast du also ein Konstrukt, wo du eine Gesellschaft in Singapur hast, mit einer Holding in UK zum Beispiel, dann wärst du möglicherweise von dieser Regelung betroffen. Land Nummer 6, die Tschechische Republik. Die Tschechische Republik hat einige sehr attraktive Steuervorteile, darunter auch ein paar Sonderstati für Freiberufler. Diese können nämlich einen großen Anteil ihres Umsatzes als Betriebskosten schlicht und ergreifend absetzen. Da gibt es das sogenannte 60-40-Scheme. Das hat dazu geführt, dass du als Freiberufler mit einem relativ geringen Umsatz zum Beispiel nur 6% Steuern und Abgaben hast bezahlen müssen. Und selbst wenn du erheblichen Umsatz generiert hast, waren es immer noch so rund vielleicht 25% ungefähr. Wir hatten ja davon berichtet. Jetzt wurde die Sozialversicherung in der Tschechischen Republik stark erhöht für Freiberufler, für Selbstständige, für Gewerbetreibende. Das führt jetzt möglicherweise dazu, gerade bei höheren Umsätzen, dass es nicht mehr attraktiv ist, Freiberufler oder Selbstständiger in der Tschechischen Republik zu sein. Vielleicht macht es nun mehr Sinn, eine Gesellschaft zu gründen. Lass dich hier von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt entsprechend zu beraten. Last but not least haben wir hier die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben 2023 eine Körperschaftssteuer eingeführt.
Warum erzähle ich jetzt davon? Nun, für die meisten Unternehmen, jedenfalls jene, deren Geschäftsjahr das Kalenderjahr ist dieses Jahr 2024 das erste Jahr, in dem diese Steuer fällig wird. Bei dieser Steuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es ja zunächst mal viele Gerüchte. Zunächst hatte man gesagt, naja, die gilt nicht für alle, für Free Zone Companies gilt sie nicht, für Gesellschaften, die nur mit ausländischen Gesellschaften Geschäfte machen, gilt sie nicht und so weiter und so fort. Tatsache ist, sie gilt für alle Gesellschaften, sie gilt nicht nur für Gesellschaften, sie gilt auch für Selbstständige oder Freiberufler oder Gewerbetreibende, die hier Geschäfte machen. Es ist eine Steuer, die man eigentlich als Gewinnsteuer bezeichnen müsste. Sie gilt auf alle Gewinne, die man eben hier gewerblich erwerben kann oder als Unternehmen erwerben kann. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn du jetzt zum Beispiel Flugzeugleasing machst oder im Rückversicherungsgeschäft bist, dann muss deine Gesellschaft entsprechend diese Steuer nicht bezahlen, wenn sie in einer Free Zone angesiedelt ist. Alle anderen müssen sie aber bezahlen. Die Steuer liegt bei 9%, ist damit natürlich immer noch recht günstig und damit natürlich immer noch recht interessant für viele, zumal es nach wie vor keine Einkommensteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Das heißt, wenn du also dort lebst zum Beispiel und Kapitalträger aus dem Ausland hast, sind diese immer noch steuerfrei, also immer noch hochattraktiv. Das war unsere Liste der 7 Länder, die zum 01.01.2024 neue Steuern eingeführt haben oder Steuern erhöht haben, insbesondere für Auswanderer und Ausländer. Es gibt natürlich auch noch andere Länder, bei denen das der Fall war. Wichtig ist hier einfach, man muss beim Auswandern immer up-to-date sein, man muss ständig checken, was sich ändert, denn diese Dinge sind alle im Fluss, muss man sagen. Und es ändert sich gerade momentan ziemlich viel. Wenn du auch vorhast, ins Ausland auszuwandern, vielleicht 2024 oder auch danach, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Und es würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zu zählen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.